Läuft! Ihr solltet noch nicht anfangen, Leute, bitte. Echt! Was machen wir? Hier, da. Dich, Kamera, wohin? Mit wem rede ich überhaupt hier? Stell du dich doch erstmal vor, bitte. Ich bin Felix Lehrmann, Schlagzeuger aus Berlin, mittlerweile 40 Jahre alt und seit 3 Jahren bei der Firma Rohema. Meine Liebe zum Schlagzeug rührt eigentlich daher, dass ich aus einer musikalischen Familie komme. Mein Vater ist Gitarrist, Berufsmusiker. Musiker war ein angesehener Beruf in unserer Familie und es war nicht so, dass ich da irgendwie groß kämpfen musste, um die Chance zu haben, ein Instrument zu spielen. Es war eher so, such dir was aus und als kleiner Junge sucht man sich natürlich das lauteste, imposanteste aus. Also in vielen Bands, mit denen ich unterwegs bin, kann man sehr langfristig planen. Und das ist einfach, gerade so Sarah Connor, sind wir bis Sommer 26 einfach durchgeplant. Und das ist sehr angenehm. Aber auch irgendwie, letzte Woche rief mich Wolfgang Hafner an und war so, kannst du morgen bei der HR Big Band einspringen? Also ich habe die nächsten Tage Auftritte, ich kann es leider nicht machen. Und sowas passiert immer. Irgendjemand wird krank auch und man muss einspringen. Alles ist möglich. Das ist das Schöne am Musikgeschäft. Jedes erdenkbare Szenario passiert auch wirklich irgendwann mal. Das Verhältnis zwischen Live und Studio ändert sich eigentlich ständig. Sag ich mal so, vor 10 Jahren war das vielleicht so 50-50. Mittlerweile ist das Studio ein bisschen zurückgegangen. Den Beruf Studiomusiker an sich gibt es auch gar nicht mehr. Das ist jetzt eher eine Begleiterscheinung. Ich würde mir zeitweise sehr, sehr wünschen, weniger zu touren und mehr im Studio zu arbeiten. Aber ich sag mal, so aktuell ist es 80 Live, 20 Studio. Ich glaube, meine Vielseitigkeit kommt daher, dass ich wirklich früh angefangen habe und dass ich aber auch einen sehr, sehr breit gefächerten Musikgeschmack habe. Ich wollte mich auch nie richtig auf so ein Genre so sehr festlegen, sondern ich habe es immer genossen, einfach Musik zu machen. Aber ich denke auch nicht wirklich in Genres irgendwie. Natürlich muss man, wenn man einen Rockgig spielt, manchmal eine dickere Snare einpacken, als wenn man jetzt im kleinen Club einen Jazzgig spielt. Bei allen Sachen, die ich so mache, kreuz und quer durch die Genres, benutze ich wirklich diesen Stick. Und das war auch die Idee hinter meinem Signature-Stick, ein Modell zu haben, mit dem man alle Welten irgendwie bedienen kann. Er hat sehr viel Kraft, der ist sehr kopflastig, hat wirklich viel Zug. Er hat gleichzeitig aber auch einen sehr, sehr filigranen Tipp, der mir einfach ermöglicht, wirklich auch leise Sachen, leise, schnelle Sachen auf dem Becken zu spielen. Super dicht ist die Holzselektierung und der hält ewig und so einen wollte ich einfach immer haben. Die Vorstellung, wie mein Stick zu sein hat, habe ich eigentlich schon seitdem ich 10 bin. Also es ist kein Witz jetzt. Ich hatte wirklich, habe auch ab dem Zeitpunkt angefangen zu üben, meine Unterschrift auf Sticks zu machen. Es ist wirklich wahr. Und bevor ich das Modell entwickelt habe, habe ich auch viele Jahre auch immer gewechselt zwischen einem 5A für leisere Sachen und einem 5B wirklich für Arena-Gigs einfach. Und mit dem spiele ich das alles weg. Ich arbeite mittlerweile seit 3,5 Jahren mit der Firma Rohema zusammen und die Zusammenarbeit mit der Firma ist wirklich ein Traum, weil es einfach ein Familienunternehmen ist. Man merkt wirklich, seit 1888 wurde da von Generation zu Generation der Stick, der Staffelstab weitergegeben. Und in den letzten Jahren sind da halt auch so viele von meinen hochgeschätzten Kollegen auch als Endorser dazugekommen und so. Man merkt, die Rohema-Familie wächst und wächst. Ich bin heilfroh dabei sein zu dürfen. Wirklich, das ist eine tolle Sache. Und ich stehe voll und ganz hinter den Leuten, die die Instrumente, die Sticks, die Taktstöcke, die Besen, die Rods und alles machen. Und ich stehe aber auch genauso hinter der Message und hinter der Familiengeschichte, die die Firma für mich einfach ausstrahlt. Danke, Rohema.